Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das BKL TWC Kids Drive und das ist ein Lastenrad aus Spanien. Und ihr kennt es noch nicht? Na dann solltet ihr definitiv dieses Video sehen, denn am Ende werdet ihr es kennen. BKL ist die Fahrradmarke von Bikeleasing SL aus Sevilla in Spanien. Seit 2013 baut dort ein kleines Team hauptsächlich dreirädrige Cargo-Bikes für die Straßenreinigung, für den kommunalen Nutzen, für die Logistik und auch für die persönliche Mobilität. Sie haben eine richtige Manufaktur. Hier auch ganz viele Räder können nach Kundenwunsch speziell ausgestattet werden. Und je nachdem, was man von seinem Logistikfahrrad erwartet, kann BKL sämtliche oder fast sämtliche Kundenwünsche erfüllen. Und in dieser Manufaktur entsteht auch das TWC, das Two-Wheeled Cargo Bike, also ein Long John hier in der Familienausstattung, das ich euch in diesem Video einmal ganz genau vorstellen werde. Ich werde zuerst auf die Daten und Fakten eingehen, dann zeige ich euch die ganzen Details und Features, die ich hier bei diesem Rad entdeckt habe, und dann werden wir eine Runde damit drehen. Das wird allerdings nicht das einzige Video zu dem BKL TWC Kids Drive sein, TWC. Also TWC Kids Drive sein, sondern ich werde in einem zweiten Video noch meine ganzen Erfahrungen aus dem Alltag mitteilen. Und dann werden wir das Bike auch anhand der Radelbande Bewertungsmatrix bewerten. Also abonniert diesen Kanal und aktiviert die Benachrichtigung, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Und was diesem Video und dem Kanal auch sehr hilft, ist, wenn ihr in den Werbepausen einmal euch die Zeit nehmt, einen Kommentar zu schreiben und den Daumen nach oben zu geben. Vielen Dank. Gucken wir uns erstmal das Bike genauer an und wir starten mit den Daten und Fakten. Das BKL TWC Kids Drive ist ein Long John. Es hat vorne ein 20 Zoll Vorderrad und hinten ein 26 Zoll Rad verbaut. Der Rahmen ist komplett aus Aluminium und das Rad kommt auf eine Gesamtlänge von 2,58 Meter. Es hat ein angegebenes Leergewicht von 32 Kilogramm und eine zulässige Gesamtlast von 230 Kilogramm. Das BKL ist ein Pedelec mit einem Bafang M510 Motor. Das ist ein 250 Watt Motor mit 95 Newtonmeter Drehmoment, der mit einer oder zwei 600 Wattstunden Akkus mit Strom versorgt wird. Am Lenker befindet sich ein reduziertes Bedienteil und ein großes helles Farbdisplay, das alle notwendigen Fahrdaten anzeigt. Die Kraft des Motors wird mithilfe einer Kette an eine Enviolo HD stufenlose Nabenschaltung weitergegeben. Bei den Bremsen kommen Shimano Vierkolbenbremsen zum Einsatz, die auf 180 mm Scheiben bremsen. Für mehr Komfort gibt es vorne eine SR Suntour Mobi Federgabel und die Beleuchtung kommt von Spanninger. Gucken wir uns einmal die Geometrie an. Wir haben einen nach hinten geneigten Lenkerdom. Dadurch ergibt sich ein natürliches Fahrgefühl wie bei einem normalen Fahrrad, und der Sitzdom ist etwas weiter nach hinten geneigt, als es der Lenkdom ist. Dadurch kommen kleinere Menschen etwas näher ran und größere Menschen etwas weiter weg vom Lenker. Insgesamt ist der Abstand aber relativ kurz zwischen Sattel und Lenker. Die minimale Sitzhöhe ist 53 cm, gemessen von der Mitte der Kurbel bis zur Oberseite des Sattels, und die maximale Sitzhöhe mit der serienmäßigen Sattelstütze liegt bei 80 cm. Wenn man auf das Rad aufsteigen möchte, muss man einen 43 cm niedrigen Einstieg überwinden. Das gelingt einfach, und dann kann man das Rad von dem relativ massiven Ständer heben. Und wenn man sich dann draufsetzt, dann sieht man, dass in meiner Größe eine recht aufrechte Sitzposition erreicht wird, dadurch, dass der Abstand eben so kurz ist. Und der Lenker ist relativ stark nach hinten geneigt, sodass sich auch eine recht aufrechte Sitzposition ergeben sollte, selbst wenn man kleiner ist. Damit man noch mal etwas mehr Variabilität in der Sitzgeometrie hat, ist hier noch ein Speedlifter verbaut. Mit einem Schnellspanner kann man also den Lenker in der Höhe verstellen. Ja, so ein mittleres Maß stellen wir es mal wieder ein, und dann kann man hier gut sehen, dass man in das Regenverdeck reinlenkt, wenn es natürlich verbaut ist. Soweit die Geometrie. Stellen wir das Rad mal auf den Ständer zurück, und jetzt machen wir mit den Details weiter. Und hier möchte ich das Augenmerk zuerst einmal auf den Rahmen lenken. Denn BKL ist kein Hersteller, der einen Rahmen konstruiert und dann billig irgendwo in Fernost fertigen lässt, sondern sie machen alles selbst. Die Profile kaufen sie ein, aber die werden dann vor Ort in Sevilla gebogen. Sie werden
in Form gebracht, sie werden geschweißt und der Rahmen wird dann auch vor Ort lackiert. In diesem Falle Kermit-Farben. Und sie haben sich so ein paar ganz nette Details einfallen lassen. Auf der einen Seite haben sie diese ausgestanzten Logos hier. Das ist, finde ich, ein ganz nettes Detail. Und auch hier an der Seite in dieser Verstärkung ist das BKL-Logo ausgestanzt und ist somit auch dauerhaft auf diesem Rad sichtbar, selbst wenn der Lack und die Aufkleber komplett runter sein sollten. Auf der anderen Seite haben sie hier diesen tiefen Einstieg. Das ist auch ein interessantes Detail, weil sie haben sich hier dann für ein Oberrohr entschieden, das sehr, sehr flach ist, sodass auf der einen Seite die Batterie hier noch runter passt und trotzdem ein niedriger Einstieg gewährleistet wird. Das Interessante an dieser Batterie ist auch, dass sie sich eben seitlich entnehmen lässt und nicht nach oben, sodass diese Konstruktion überhaupt erst möglich ist. Aber das, finde ich, ist ein interessantes Detail, das auch die Gesamtoptik des Rades so ein bisschen ausmacht. Und insgesamt hat der Rahmen durch diese massiven Rohre hier unter der Ladebox und durch diese kleinen Details eine sehr eigenständige Optik. Es ist natürlich ein Long John, da kann man nicht unbedingt viel dran drehen, aber sie haben auch die Box auf der Unterseite sehr, sehr breit gemacht, also einen sehr, sehr breiten Boxrahmen und auch hier die Sitzstreben und Kettenstreben, die sind halt nach oben hin ovalisiert, sind dadurch sehr, sehr massiv und auch während der Fahrt konnte ich kein bisschen Flex feststellen. Und auch die Schweißnähte etc., das sieht alles sehr sauber verarbeitet aus und sehr vertrauenserweckend. Ein nächstes Detail, die Kurbelarme sind sehr kurz. Die sind gerade mal 150 mm lang. Das ist aber notwendig, weil das Tretlager relativ niedrig sitzt. Dadurch hat man einen tiefen Schwerpunkt im Rad, kann leicht auf- und absteigen und auch an der Ampel gelingt es einfach, das Rad im Stand zu halten. Aber dann muss man halt 150 mm Kurbelarme verwenden, was während der Fahrt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig scheint. Aber dazu später mehr im Fahreindruck. Bei der Lenkung hat BKL sich für einen klassischen Lenkarm entschieden, der unter der Box entlang geführt wird und dann hier oben auf die Federgabel trifft und auch für ein direktes Fahrgefühl und Lenkgefühl sorgt. Spannend ist hier bei der Konstruktion, dass der Lenkwinkel in beide Richtungen gleich groß ist und insgesamt auch der Lenkwinkel für eine Armlenkung relativ groß ist. Auch das werden wir nachher nochmal im Fahreindruck sehen, aber das ist auf jeden Fall gut konstruiert. Und hier hinten ist dann so ein Alublock, der dafür sorgt, dass die Gabel auf der einen Seite genau gleich weit lenken kann in beide Richtungen und auch bei starken Lenkmanövern nicht überschlägt. Eine einfache, aber gut funktionierende Lösung. Ohne Lademöglichkeit kein Lastenrad und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Box bzw. die Ladefläche des BKL TWC an. Die gibt es in 3 verschiedenen Versionen bzw. noch mehr, je nach Kundenwunsch. Auf jeden Fall standardmäßig gibt es natürlich die flache Ladefläche, die dann mit einer Holzplatte ausgestattet ist. Dann gibt es das BKL TWC auch mit einer geschlossenen Box und eben in der Kids-Version mit dieser Holzbox. Die besteht aus 15 mm dicken Schichtholzplatten, hier oben so schön abgerundet und auch schön verarbeitet in dieser natürlichen Optik gehalten. Und die insgesamt 6 Elemente der Box sitzen auch richtig fest ineinander, da klappert nichts und es fühlt sich insgesamt sehr, sehr solide an. Die Box ist auf der Innenseite 62 cm breit und auf der Bodenplatte 57 cm lang. Also breiter als lang, das ist schon außergewöhnlich, zeigt aber auch, dass es in dieser Box wahrscheinlich sehr, sehr viel Platz gibt. Die Kinder sitzen dann dementsprechend ebenfalls auf einer Holzbank, deren Sitzfläche 15 cm von der Bodenfläche entfernt ist und der Fußraum bietet insgesamt nach vorne hin knapp 40 cm Platz. Dadurch können die Kinder ihre Beine anwinkeln und vorne in der Box findet sich noch Platz für allerlei Rucksäcke, kleinere Einkäufe, Tüten, Taschen und Gedöns halt. Das Besondere an der BKL-Box ist auch noch, dass sie eine sehr hohe Rückenlehne hat. Hier von der Sitzfläche bis hier oben in der Mitte über den Kopf der Kinder sind es knapp 50 cm und die Seitenteile sind dann auch nochmal 35 cm hoch von der Sitzfläche aus. Das bedeutet, dass die Kinder hier richtig entspannt drin sitzen können. Sie eine Kopfstütze haben, sich auch seitlich anlehnen können und nicht unbedingt mit den Armen außerhalb des Fahrrads rumfuchteln. Und das sorgt dann auch dafür, dass sie eben nicht die ganze Zeit auf den Kopf halten müssen, sondern wenn sie sich ein bisschen ausruhen wollen, dann lehnen sie sich einfach hier an der Seite an. Das finde ich ziemlich cool und habe ich auch bisher bei kaum einer anderen Holzbox so gesehen. Und dank der großen Breite von 62 cm, also über 30 cm pro Sitzplatz, finden auch größere Kinder hier ohne weiteres Platz. Und dadurch, dass der Lenker auch noch höhenverstellbar ist, kann dann auch auf die Köpfe von größeren Kindern eben Rücksicht genommen werden. Dann sind hier auch 3-Punktgurte verbaut, die sich in 3 Stufen in der Höhe verstellen lassen für kleinere und größere Kinder und die dann hier mit einer Zentralschließe geöffnet und geschlossen werden. Dafür braucht man dann 2 Hände oder eine große und dann kann man das öffnen, zieht es dann über den Kopf der Kinder
und schnallt es dann auch ganz einfach hier wieder fest. Der Vorteil an diesem System ist, dass Sie die Gurte nicht so einfach abstreifen können und auch diese Schließe können Kinder nicht so einfach alleine öffnen. In Sevilla wahrscheinlich nicht so relevant und irgendwie heute auch nicht, ist das Regenverdeck. Das ist allerdings im Winter oder bei Schiedwetter, bei kälteren Temperaturen wirklich wichtig und das wird ebenso wie der größte Rest des Fahrrads in Sevilla hergestellt. Es sitzt hier auf einem fest montierten Alurahmen. Dieser Rahmen ist nicht dafür gedacht, um ihn regelmäßig abzunehmen, aber dafür dient er so als richtiger Überrollbügel. Der ist also richtig stabil, ist gut verarbeitet. Was man aber machen kann, ist das Regenverdeck hier an diesen Streben abnehmen, denn es ist mit Klettstreifen an diesen Streben befestigt und dann fährt man halt einfach mit diesem offenen Bügel durch die Gegend. Das funktioniert auch. Das Regenverdeck hat 3 große Fenster, eins auf dieser Seite, eins auf der anderen Seite und ein großes auch hier vorne. Und alle 3 Fenster dienen auch als Tür. Denn die sind alle hier mit solchen dicken Reißverschlüssen ausgestattet, mit denen man die dann öffnen kann. Und dann präsentiert sich eine große Öffnung, wo Kinder auch selbstständig ein- und aussteigen können und wo man das Rad auch beladen kann. Das lässt sich dann so einrollen, wie ihr das vielleicht schon im Laufe dieses Videos gesehen habt. Ich rolle das schnell mal ein hier. Und dann kann man das mit Hilfe von Bänzeln hier so einmal mit einer Schleife versehen. Kann man auch mit geöffneten Seitenfenstern fahren und hat dann so ein bisschen ein sommerliches Fahrgefühl, wenn es so wie heute ein bisschen wärmer ist. Aber auch die große Tür hier vorne lässt sich öffnen. Die ist hier mit 2 Klettstreifen hier vorne so ein bisschen rüber gespannt. Die kann man dann nach hinten werfen oder ebenfalls hier aufrollen und dann mit 2 Bänzeln verzurren. Und dann hat man hier so eine große Öffnung, die mit einem Fliegengitter ausgestattet ist, sodass eben Fliegen nicht reinkommen oder auch größere Insekten. Und diese Tür lässt sich dann ebenfalls auch nochmal mit Hilfe eines Reißverschlusses öffnen und dann nach hinten werfen. Und dann kann man diese Box ebenfalls sehr einfach beladen. Ließe sich aber ebenfalls hier hinten so ein bisschen arretieren. Aber in der Regel möchte man ja nicht, dass die Kinder irgendwelche Sachen abkriegen. Deswegen kann man es einfach schließen und hat dann so richtiges Cabrio-Feeling, selbst mit montiertem Regenverdeck. Das Regenverdeck wirkt auf den ersten Blick natürlich relativ groß und massiv, einfach auch weil es relativ groß und massiv ist. Die Box ist ja relativ groß, die da drunter ist, und das Regenverdeck überspannt diese Box eben komplett. Von der Sitzfläche bis zum Dach sind es knapp 75 cm Platz, also auch größere Kinder finden hier drunter Platz. Allerdings muss man da natürlich mit dem Lenker aufpassen. Es ist auch schön verarbeitet, sitzt wirklich passgenau auf diesem Rahmen drauf und flattert nicht in der Gegend umher und flattert nicht im Wind, sondern das sitzt alles hier sehr gut. Das ist das BKL TWC Kids Drive in allen Daten und Fakten, Details und Features. Und jetzt zeige ich euch mal, wie sich das Gerät fährt. Jetzt fahren wir mit dem BKL einmal eine Runde und ich habe das Bike natürlich wie immer mit meinen beiden Arbeitskollegen ausgestattet, sodass das Rad oder das, was hier vorne in der Box ist mit der Kameraausrüstung noch und Schloss und so, etwa 40 bis 45 Kilogramm beträgt. Also eine richtig standardmäßige Beladung, etwas, mit dem man regelmäßig unterwegs ist, gerade mit 2 etwas größeren Kindern und was so die Fahreigenschaften auch beim beladenen Zustand noch mal verdeutlichen sollte. Ja, und ich glaube, ohne weiter zu labern, legen wir jetzt mal los. Wir sind natürlich in der 5., also in der höchsten Unterstützungsstufe. Es ist 19:39 Uhr, das könnt ihr hier sehen, also schon relativ spät. Die Sonne ist da hinten so ein bisschen am Firmament, geht gerade unter. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen durch den Berufsverkehr jetzt kommen. Aber wir legen einfach mal los. Die NViolo ist in der kleinsten Übersetzung. Und wir starten einmal. So, jetzt an dieser Stelle werden wir einmal den Beschleunigungstest machen. Kleinste Übersetzung, 5. Unterstützung. Also es sollte richtig gut losgehen. Und was sofort erstmal auffällt, der Bafang M510, der genehmigt sich ein bisschen, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Ist dann aber relativ schnell auf den 25 km/h, legt dann gut los. Und was auch zuerst auffällt, er läuft ein bisschen nach. Der Motor unterstützt auch hohe Trittfrequenzen, also irgendwie bis 120 Umdrehungen pro Minute unterstützt er, das ist relativ viel. Und man muss auch sagen, der Motor ist ja für den Mountainbike-Einsatz entwickelt worden. Ist also auch ein Motor, der stärkere Steigungen hochfahren können sollte. Wie gut er das macht, also Steigungen an sich, keine stärkere Steigung, um ehrlich zu sein, sehen wir jetzt gleich mal am Jerusalemsberg. So, hier ist jetzt der Jerusalemsberg. Keine besonders lange, keine besonders starke Steigung, aber es reicht aus, um mal zu sehen, wie gut so ein Motor den Berg hochkommt. Und
Hier wieder die Gedenksekunde, bis der Motor unterstützt. Und dann fahren wir einfach mal hoch. Wir haben jetzt hier 16 km/h. Ich gebe nicht besonders viel Kraft aufs Pedal. 15, 14, 13, 12 km/h. Also er braucht schon ein bisschen Drehzahl. Aber man kann mit den Pedalen durch diese Kurbelkonstruktion nicht so viel Kraft aufs Pedal bringen. Dadurch, dass die Kurbeln so kurz sind. Das heißt, man muss sich schon auf den Motor verlassen. Ja, 12, 13 km/h war jetzt die Geschwindigkeit laut Tacho. Bumm. Und was mich echt erstaunt bei diesem Rad, also die SR Santo Mobi, die hatte ich ja schon in vielen Rädern, aber hier ist sie echt gut gedämpft, echt gut abgestimmt. Die schluckt wirklich die gröbsten Unebenheiten weg, und wenn man jetzt hier auch das Rad so ein bisschen in die Kurve schmeißt, dann fällt eines auf, nämlich das fährt sich auch mit Beladung sehr agil. Also man kann schnell die Richtung wechseln, man kann schnell agieren, trotz des hohen Gewichts vorne drin. Und das ist etwas, was ich in der Form bei noch keinem Rad so erlebt habe, dass es sich beladen im Grunde genauso fährt wie unbeladen. Es ist völlig egal, ob da jetzt 40 Kilo vorne drin sind oder ob das Rad völlig leer ist. Es fährt sich ziemlich gleich, und auch von der Motorunterstützung her habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt bedeutend langsamer bin, wenn ich hier mit dem zusätzlichen Gewicht unterwegs bin. Also das hat mich echt erstaunt. Hier kann man das mal sehen, also Lenkbewegungen werden sofort umgesetzt. Das ist natürlich auch irgendwo der Vorteil des Lenkarms, dass da auch kein Verzug ist. Und das lenkt sich wirklich sehr zackig und kann man gut in die Kurve legen. Man kann sich auch weit in die Kurve legen. Der Abstand zum Boden an der Seite des Rahmens ist groß genug. Also erstaunlich agil. So, jetzt beschleunigen wir einmal mitten in der Rush Hour und wir bringen das Rad mal auf 25 km/h und bremsen dann, wie auch im letzten Video, an dem Halteverbotsschild. Und zwar Also die Bremskraft ist gut, es hat aber tatsächlich gute 3 Meter gebraucht, um zum Stehen zu kommen. Wir prüfen das gleich nochmal, und zwar wieder an dem kleinen Stromverteiler. So, 25 km/h und ja, diesmal war es deutlich weniger. Gute 2,40 Meter, 2,30 Meter. Also ja, Bremskraft ist durchaus gut. Die Bremse, das merkt man schon, man braucht relativ viel Handkraft, und es ist auch eine Mountainbike-Bremse. Das heißt, man kann nur 2 Finger verwenden. Die beiden Ringfinger und kleiner Finger haben ein bisschen Urlaub. Bremskraft ist gut, es fühlt sich so ein bisschen, wie häufig bei Shimano-Bremsen, fühlt es sich so ein bisschen gummig an. Aber wie gesagt, Bremskraft ist gut. So, und jetzt auch mir wieder ein bisschen Offroad. Kleine Sperre ist immer noch da. Das soll uns aber nicht stören. Ja, auch hier wühlt sich das Rad gut durch mit dem starken Motor. Kommt es hier um die Ecke rum. Jo, kommt es auch. Also ist auch mit dem Lenkarm sehr agil, auch in engeren Kurven, in langsamer gefahrenen Kurven. Macht das Rad das, was es soll. So, jetzt hier Kopfsteinpflaster kann das Rad echt gut wegfedern. Das fährt sich sehr angenehm, auch hier hinten auf dem Sattel, obwohl es so ein relativ harter Sattel ist es recht angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kennerreifen, der walkt ganz gut, und auch vorne die Federung macht einen guten Job. Was man jetzt so ein bisschen hört, ist der Lenkarm, der so ein bisschen in seiner Führung klappert. Ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Also der Lenkarm sollte einfach eine bessere Einstellung dazu haben zum Lenken. Also das ist insgesamt sehr, sehr entspannt. Auch die Sitzposition, das hier geht zum Beispiel auch echt einfach. Eines der wenigen Long Johns, wo das wirklich so einfach geht, mit 2 Fingern zu lenken und zu fahren, überhaupt kein Problem. Es ist wirklich sehr sicher abgestimmt. Und auch die Sitzposition empfinde ich als angenehm. Sie ist nicht allzu sportlich. Das mag bei kleineren Personen vielleicht etwas sportlicher sein. Jetzt hier bei mir mit 1,96 Meter ist das recht aufrecht. Wie einfach funktioniert das Wenden? Wir haben jetzt hier relativ wenig Platz. Aber auch das ist sehr einfach. Also, obwohl es ja ein Lenkarm ist und keine Seilzuglenkung,
lenkt er wirklich weit genug ein, um auch engere Kehren und leicht umzudrehen. Und auch hier Offroad durch den wunderschönen Lübecker Stadtpark. Es fühlt sich auch deutlich leichter an, als es tatsächlich ist, gerade mit der Beladung vorne drin. Das haben sie echt außergewöhnlich gut hinbekommen. Ja, so fährt sich das BKL TWC Family. Ich finde, es fährt sich sehr, sehr sicher. Allein der Fakt, dass ich die Hände vom Lenker nehmen kann, und zwar nicht nur für einen Bruchteil einer Sekunde, sondern für länger, und auch mit einer Hand ganz entspannt fahren kann. Die Federung ist gut abgestimmt und das Rad fährt sich insgesamt sehr sicher, auch mit diesem niedrigen Tretlager. Das Einzige, was so ein bisschen hinter meinen persönlichen Erwartungen zurückbleibt, ist die Bremse. Das ist aber so ein Phänomen von Shimano-Bremsen, dass die nicht so einen signifikanten Druckpunkt hat, sondern das Ganze so ein bisschen schwammig ist. Die Bremsleistung ist aber insgesamt gut und auch völlig unproblematisch. Ja, soweit mein Fahreindruck und jetzt geht's weiter mit dem Video. Gehen wir mal kurz auf die Preise des BKL Kids Drive ein und hier gibt es eine Besonderheit, denn BKL gibt keine unverbindlichen Preisempfehlungen raus. Unverbindliche Preisempfehlungen sind deswegen unverbindlich, weil sich Händler nicht dran halten müssen. Sie können sowohl höhere als auch niedrigere Preise verlangen. BKL gibt es den Händlern komplett selbst in die Hand, wie viel sie für dieses Rad dann verlangen, auch je nach Ausstattung. Aber man kann im Groben sagen, dass dieses Bike bei etwas über 5.000 € anfängt, natürlich je nach der gewählten Ausstattung. Ja, das ist das BKL TWC Kids Drive. Ein echtes, vollwertiges Full-Size Family Lastenrad aus einer kleinen Manufaktur in Spanien mit einer richtig großen und gemütlichen Holzbox und einem massiven Regenverdeck. Und ich bin mal sehr gespannt, was ich in den nächsten Wochen mit diesem Bike so erleben werde. Ich bin es tatsächlich schon ein paar Wochen im Alltag gefahren, aber die Erfahrung darüber werde ich euch dann im zweiten Video mitteilen. Wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu dem BKL TWC Kids Drive habt, dann stellt sie doch unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.